Fundrau, Sie können Verstorbene sehen und hören, die um uns sind. Können Sie erläutern, wie man eine solche Wahrnehmung sich vorstellen kann? Ja, es ist eigentlich noch schwierig zu erklären. Am ehesten am Beispiel, wenn jemand ganz schlecht sieht, dann spürt er vielleicht, es kommt jemand in die Nähe und dann interessiert es ihn, dann schaut er dahin und sieht so verschwommen diese Gestalten und dann setzt er sich, wenn es ihn interessiert, die Brille auf und dann sieht er es klarer. Und so ist das, ich spüre, dass Wesen in der Nähe sind und wenn Zeit ist oder so, dann schalte ich meinen geistigen Blick ein und sehe es dann genauer und wenn die Situation günstig ist, dann stelle ich vielleicht auch Fragen oder die erzählen ja sowieso etwas und je nachdem, also so in dieser Richtung. Sie können diese Geistwesen auch ignorieren. Ja, es hat natürlich so viele Wesen herum, wenn man sich da jedem zuwenden würde. Oder es gibt auch solche, die wollen sich vordrängeln. Nein, das muss man sehr genau sortieren. Warum gibt es Geistwesen, die lieber um Menschen sind, anstatt diese in die jenseitigen Welten gehen, wo ihre verstorbenen Verwandten sind? Ja, man muss sich das so vorstellen, viele haben ja so kein Wissen und wenn sie sterben, dann sind sie zuerst total verwirrt, dann führt ihr Schutzengel sie in die jenseitige Ebene und da ist ihnen auch alles völlig fremd und dann gehen sie zurück zur Erde, weil man sich ja da auskennt. Das ist eigentlich oftmals die Motivation. Und dann gibt es Beispiele, ich hatte mal einen gesehen auf einer Wanderung und dann habe ich so beiläufig gefragt, aber Sie wissen, dass Sie gestorben sind? Dann sagt er, nein, ich bin nicht gestorben, ich lebe. Dann habe ich gesagt, aber Sie erinnern sich an Ihre Trauerfeier? Ja, ich habe mal sowas geträumt. Nein, ich lebe, hat er mir versichert. Obwohl er ja im Geiste da am Wegrand stand und hat dann auch noch erzählt, er hatte eine Herzkrise und er müsste jetzt einfach hier warten, bis das wieder besser sei. Wie genau können Sie diese Geistwesen wahrnehmen? Das ist verschieden, so die Sehschärfe, könnte man sagen, ist verschieden. Manchmal spüre ich auch, dass mein Schutzgeist mir eine bestimmte Energiewolke auf den Kopf legt und dann ist das wie alles etwas verstärkt. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann lässt man sich ja auf die feinstoffliche Ebene ein und dann sieht man das recht gut. Aber man weiß ganz klar, das Grobstoffliche, das Dichte ist nicht mehr da. Es ist etwas feiner, auch bei einer Seele, die man noch als grob erklären würde, ist alles feiner und durchsichtig kann man nicht sagen, aber so in diese Richtung so. Noch einmal zurück zu dieser Person, die Sie bei der Wanderung getroffen haben. Dann ist das Denken noch genau gleich wie zu Lebzeiten. Und wenn jemand nicht an den Tod glaubt, dann akzeptiert er gar nicht, dass er jetzt an einem anderen Ort ist. Ja, eben, dann haben leider sehr viele Seelen haben Schwierigkeiten mit diesem Faktor. Und die glaubten an kein Jenseits, an kein Weiterleben nach dem Tod. Also ich bin ja da, also bin ich auch nicht gestorben. Da könnte man lange diskutieren, meistens wende ich mich dann ab oder es ist wieder etwas mit Mitmenschen oder so und dann geht das Leben weiter oder die Wanderung geht weiter. Aber es ist eigentlich schlimm, wie wenige das wirklich sofort merken, ja, jetzt bin ich gestorben. Darum müssen auch alle Verstorbenen an ihre Trauerfeier gehen und da habe ich ganz lustige Erlebnisse zum Teil auch. Da stehen sie vorne im Altarraum und manche wollen weggehen und der Schutzgeist hält ihn da hinten am Kragen, da bleibst du jetzt, damit er wirklich merkt, dass er gestorben ist, weil man hat ja einen geistigen Leib, sieht fast aus wie vorher, die Hände, alles. Es ist schon schwierig, das einzuordnen, jetzt bin ich gestorben. Hilft es diesen Geistwesen, wenn sie nach ihrem Sterben noch lange bei den Menschen sind? Ja, also mit der Zeit kam ich drauf, dass das eigentlich schon sehr hilfreich ist. Dann kommen sie in die jenseitige Welt und sehen das und das. Dann ist vielleicht ein Geistwesen, das sie belehren möchte. Sind ja auch verstorbene Verwandte, die nach dem Tod meistens, also wenn einer einigermaßen recht gelebt hat, wird er von verstorbenen Verwandten abgeholt und die erklären ihm dann dies und das. Und manche wollen das einfach nicht annehmen. Und dann gehen sie auf die Erde zurück und auf der Erde sind sie dann eigentlich auch etwas einsam und allein, gehen da herum und sind ja wenig Menschen, die mit ihnen sprechen. Dann sind sie einfach so auf Beobachtung und das sind dann
Das ist Anschauungsunterricht, eigene Erlebnisse und das können Sie ja nicht mehr negieren. Das ist dann schon, dass Sie merken, ja, der merkt mich nicht am Arbeitsplatz sieht mich keiner, zu Hause sieht mich keiner. Dann merkt er selber, dass er verstorben ist, sieht auch die Gedanken der Menschen, wer lügt oder was ist oder so. Das ist der beste Anschauungsunterricht, ja, ja. Diese Geistwesen sprechen Sie oft an, wenn Sie bemerken, dass Sie sie sehen und hören können. Was für Anliegen haben diese Verstorbenen? Können Sie von einigen Begegnungen sprechen? Ja, da hört man so allerlei. Also viele sind erstaunt, manche sind sehr unzufrieden. Sagen auch, ja, im Jenseits, also den Himmel habe ich mir anders vorgestellt und was weiß ich alles. Ein konkretes Beispiel aus der letzten Zeit, da war ein Bekannter verstorben. Dann sah ich, wie er zu Hause, im Haus und im Garten immer etwas umherging. Und dann schaut man ja wieder nicht hin, aber wie ich hingeschaut habe, sah ich immer, er ist also noch in seinem Haus und in seinem Garten. Und irgendwann war er nicht mehr da. Und dann habe ich so überlegt, ja, vor 3 Monaten ist er verstorben. Und das ist noch eine Feststellung, die wir öfter machen, dass man sie 3 Monate lässt und dann werden sie geholt. Also das muss nicht immer so sein, aber so nach meinen Vorstellungen. Dann habe ich das seiner Witwe gesagt, ich sage jetzt dir das, ich habe festgestellt, er ist immer bei dir in Haus und Garten und jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Dann sagt sie, ja, ich habe seine Anwesenheit immer gespürt. Ich habe immer wieder gefragt, ist es dir recht, wenn ich es im Garten so mache und das und das. Ja, ich habe ihn immer gespürt und genau nach 3 Monaten war er weg. Dann dachte ich, ja, nun ist er drüben und so. Und irgendwann stand er plötzlich da bei uns zu Hause und hat gesagt, man lässt mich nirgendwo hin. Überall sind mir die Wege abgeschnitten. Ich habe nirgendwo Zugang. Und dann dachte ich so für mich, das ist einer, der keinen Gottesglauben hatte. Und dann sagte er, ja und überhaupt, du hättest mir zu Lebzeiten sagen können, dass das Leben weitergeht. Du weißt so viel, du hast so viele Bücher, das hättest du mir sagen sollen. Dann habe ich ihn nur so angeschaut und sagte, ja, ich weiß, ich hätte ja doch nicht auf dich gehört. Und dann hat er nochmal gesagt, aber du hast Bücher. Und dann war dann eigentlich die Begegnung im Moment beendet. Und dann hat mich das doch sehr beschäftigt. Dann hat mein Schutzgeist mir nachher gesagt, ich könne seiner Witwe sagen, ich gebe ihr 1, 2 ganz wichtige Bücher und sie dürfe ihm vorlesen aus diesen Büchern und er habe 9 Monate Zeit, um jetzt noch etwas dazu zu lernen, weil er ja meint, ich hätte da ein Versäumnis begangen ihm gegenüber. Und sie ist dann gekommen und hat gerne diese Bücher mitgenommen. Und ja, mit dieser Witwe war am Anfang sowieso etwas, dann war ich so unsicher, ob ich das ihr sagen soll, der Mann ist im Haus und so und so. Dann hat sie gesagt, weißt du, von den Jugendjahren her hatte ich noch so ein Wissen, da habe ich in einem Team gearbeitet, da war ein älterer Herr und der hat uns erzählt, dass er jeweils in leeren Räumen ein ganz hochstehendes Tonbandgerät laufen lasse und dann später höre er das ab und dann höre man Geistwesen sprechen. Also man sehe, der Raum ist leer, aber man höre doch irgendwo das Sprechen und das habe er ihnen damals manchmal vorgeführt und deshalb sei für sie das jetzt nicht so eine fremde Welt. Und eben dann hat sie ihm dann diese Sachen vorgelesen. Und in der Zeit war ich einmal in einem Spital unterwegs. Da sah ich ihn von Weitem und habe ihn so angeschaut und sagte, ich darf hier sein, um zu lernen. Ein anderes Beispiel aus jüngster Zeit, da war ein Bekannter verstorben, dann ging ich in den Trauergottesdienst, habe ich mir Mühe gegeben, für ihn zu beten und oft reagieren die dann, wenn sie sehen, dass so eine Energiewolke, die etwas Wohlbefinden verschafft, zu ihnen hinkommt. Und dann hat er nicht reagiert. Später kam er zu uns nach Hause und dann habe ich zuerst sofort seine schöne Trauerfeier gerühmt und die Bläser, die da wunderschöne Stücke gespielt haben. Und dann hat er etwas bedrückt gesagt, die Bläser, die durfte ich nicht hören.
Dann habe ich ihn so angeschaut, dann sagte er, ja, er hätte hitzige Diskussionen gehabt mit seinem Schutzgeist vor der Trauerfeier und das sei wohl die Strafe gewesen, dass er das ihm ausgeblendet hat. Er durfte diese Musikstücke nicht hören. Hatten Sie noch weitere Begegnungen mit solchen Verstorbenen? Ja, so einfach auch zum Lächeln. Da war einer, der saß auf einer Restauranttreppe und dann ging ich da vorbei und sagte so vor mich hin eigentlich, ja, das ist auch eine so umherirrende Seele. Dann sagte der, ich irre nicht, ich sitze da. Oder dann ein altes Mütterchen, das irgendwas erzählte. Oder dann wieder etwas Ernsthafteres, das eine sagte, ja, ich möchte meinen Hinterbliebenen vieles erzählen, aber sie hören mich nicht und sie sehen mich nicht. Das macht mich traurig. Oder ein Bekannter, der war immer wieder um mich und dann hat er andere Bekannte im Quartier besucht, die frisch zusammen sich getan hatten und dort lebten. Dann war er nicht mehr bei mir, sondern in jenem Nachbarhaus. Und plötzlich war er dann auch nicht mehr dort. Dann habe ich zu meinem Schutzgeist gesagt, ist er jetzt nicht mehr dort? Wo ist denn der jetzt hingegangen? Und dann sagt er, ja, der hat falsch inspiriert, den mussten wir mitnehmen. Dann habe ich gefragt, falsch inspiriert. Dann hat er nichts weiter gesagt, dann habe ich dann nochmal nachgefragt. Und dann hat er gesagt, ja, wenn es unbedingt wissen muss. Er hat dem Herrn gesagt, ja, du musst dieser Frau einfach immer wieder Geld geben, dann ist sie wieder eine Zeit lang zufrieden. Und das war dann der Grund, warum der weggenommen wurde, weil solche Inspirationen, also in diesem Fall, sehr daneben waren. Sie haben Ihren Schutzgeist angesprochen. An was kann man erkennen, dass es ein Schutzgeist ist und was ist die Aufgabe von diesen Schutzgeistern? Seit Christi Erlösungstag hat jeder Mensch einen Schutzgeist, wie man weiß, auch aus Literatur. Und der muss uns führen und begleiten und beschützen und darf uns auch inspirieren. Aber der freie Wille ist ja des Menschen höchstes Gut. Da muss er immer genau unterscheiden, wie weit darf ich inspirieren und wie weit muss ich dem Menschen halt den freien Willen lassen. Können Sie diesen Schutzgeist auch sehen? Also die Helfer, das ist eines, die kann man gut sehen, und die Schutzgeister, die sind ja höher, die kann man weniger gut sehen, auch weniger häufig sehen, weil sie viel feiner sind. Aber in Kursen sagt man, dass sie sich zeigen, wenn es wichtig und lehrreich ist. Also sie zeigen sich uns nicht, können nicht sagen, wir sehen das. Also sie tun das Ihrige dazu, dass wir sie sehen können, sehen dürfen. Also kann man nicht jedes Geistwesen gleich gut sehen? Nein, die Gröberen, die da auch auf der Erde als Helfer immer vorgeschoben werden, weil ja der Engel sehr feine Schwingungen hat, hat er ja seine Helfer, die er da vorschiebt, die dieses und jenes helfen müssen. Einmal habe ich gesehen, wie einer ein behindertes Kind immer begleiten musste. Das sind so noch erdgebundene Wesen, die das machen können, auch mit ihrer Kraft, die sie noch haben. Frau von der Au, Sie können ja solche Geistwesen sehen und hören. Gab es früher schon Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben? Ja, sicher. Wenn man aufmerksam ist in der Literatur, sieht man immer wieder solche Artikel und solche Menschen, die darüber berichten. Wichtig scheint mir einfach, bei uns weiß niemand so recht, warum er auf dieser Erde ist. Und vor über 400 Jahren vor Christus wussten die alten Griechen, dass man mit einem Lebensplan auf diese Erde kommt, dass ja verschiedene Aufgaben und Stationen sind, die man möglichst gut erfüllen sollte. Und dass es mehrfache Erdenleben braucht, um einfach immer edler und feiner zu werden, damit man irgendwann da oben ankommt, dass man ein so guter, edler Mensch war, dass man drüben wieder in eine sehr hohe geistige Ebene kommen kann, eben dorthin, wo wir einmal waren, wo der Engelsturz war, wenn man das jetzt ganz klar sagen will. Und wir müssen uns jetzt ja da wieder heraufarbeiten. Sie haben Ihr neues Buch, Wofür sind wir hier auf Erden, betitelt.
Was haben Sie für eine Antwort auf diese Frage? Ja, dass wir eben den tieferen Sinn des Lebens erkennen sollten, nicht nur einfach Karriere zu machen oder Schein und diese Kapitel, sondern dass wir sozial leben könnten und hilfsbereit sind und immer den Aspekt mehr auf diesen sozialen Dingen haben als auf Erfolg und Glamour, oder? Das bringt uns drüben keine Punkte. Und wenn wir drüben ankommen, schauen Sie ja, was wir an Guten getan haben, was wir oberflächlich getan haben, was wir vielleicht schlecht getan haben. Und dann wollen wir ja eigentlich möglichst viel Gutes, Positives, Soziales vorweisen können. Und das wird halt genau abgewogen. Und darum eben sind wir so viele Notizen, immer waren sie unzufrieden mit dem Erdenleben und immer mit der Betonung, es hat ja keiner gesagt, was der Sinn des Erdenlebens ist. Und manche haben das also laut angekreidet. Warum hat niemand gesagt, was der Sinn des Erdenlebens ist? Also ich habe einfach nur aufgeschrieben, was die Wesen gesagt haben. Ich habe nichts hinzugefügt. Ich habe einfach gedacht, es ist schwierig. Ich notiere jetzt das alles. Ich sammle diese heraus und habe das dann noch zu einem Buch verarbeitet, weil ich mich einfach dazu gedrängt fühlte, aufzuzeigen, wir müssen nach dem Sinn des Lebens forschen und danach leben. So wie Sie beschreiben, sind immer viele Geistwesen um uns Menschen. Muss man von diesen Geistwesen Angst haben? Nein, eigentlich nicht. Die sind ja alle so wie Durchschnittsmenschen um uns sind, so sind durchschnittliche Seelen um uns. Die sind da herum, sitzen herum, beobachten, lernen ja auch etwas dabei. Aber wenn es dann Wesen sind, die so eine gewisse Schwere verbreiten oder so, dann muss man vielleicht schon vorsichtig sein und dann eben, man kann beten, dann gehen die Schlechteren auf Distanz, die anderen bleiben, weil Beten immer so Wohlbefinden gibt. Sie haben von Wesen gesprochen, die eher eine gewisse Schwere ausstrahlen, eine gewisse Dunkelheit. Was ist Ihre Meinung, warum diese um uns sind? Also es gibt natürlich sehr viele unglückliche Seelen. Es war einmal eine Klientin bei mir, die hat gesagt, sie betet viel für die armen Seelen. Aber jetzt werde es ihr zu viel. Sie habe das Gefühl, sie habe die ganze Wohnung voller armen Seelen und das gebe so einfach ein ungutes Gefühl. Dann habe ich ihr erklärt, sie solle diesen Seelen sagen, ich bete für euch, wenn ihr dort unten im Gebüsch, wo keine Kinder und keine Erwachsenen hinkommen, wenn ihr da unten seid, dann werde ich für euch beten. Und nur dann, und das ist ja wie eine Armenküche, man geht dorthin, wo man etwas bekommt. Und das hat dann super funktioniert. Die hatte das Gefühl, meine Wohnung ist wieder hell und leicht, wie es sein sollte. Haben diese Seelen einen Nutzen von einem Gebet? Ja, sicher. Ein Gebet ist wie so eine Wolke von Wohlbefinden. Wenn ich zum Beispiel für Seelen bete und da extra hinschaue, die einen machen so ihr Jackett auf, die anderen inhalierend, die anderen schauen es an. Wenn ich aber für eine unwissende Seele um Himmelskraft bitte und es kommen so schöne Lichtwölkchen, daher machen die noch so, weil sie das nicht wollen, weil sie nicht wissen, was das ist und dass es ihnen gut tun könnte. Ja, da sieht man also alles, aber der Großteil der Seelen, der nimmt das richtig gierig in sich auf, diese Gebetskraft, die ihnen ein Wohlbefinden gibt, und das ist auch, wenn man Verwandte drüben hat und für diese betet, dann gibt das denen ein Wohlbefinden und oftmals spüren sie oder erfahren, wer für sie betet, und das ist etwas ganz Wichtiges, dass man nicht denkt, der ist gestorben, den gibt es nicht mehr, sondern man denkt, ach ja, ich denke wieder mal an ihn, ich wünsche dir Licht und Kraft für deinen weiteren Weg zum Beispiel. Das ist ja nur etwas ganz Kurzes, aber das hat eine ganz gute Wirkung und tut diesem Wesen gut. Sie haben auch noch ein weiteres Buch geschrieben über ein Kind, das hellsichtig ist. Was war für Sie der Anlass, dieses Buch zu schreiben? Ja, der Anfang, der liegt ganz weit zurück. Da hatten wir in unserem Umfeld ein aurasichtiges Kind. Und das war für mich alles neu. Und um da ein Ansprechpartner zu werden, habe ich dann in den Buchhandlungen nach Literatur gesucht und konnte dann auch viele gute Gespräche mit diesem Kind führen. Und das hat mich selber auch sehr bereichert.
Später habe ich dann gemerkt, dass auch in unserer Region verschiedene Menschen sind, die sich auch mit jenseitigen oder sogenannt unsichtbaren Dingen befassen. Dann haben wir die Gruppe gegründet zur Schulung der außersinnlichen Wahrnehmung. Und ja, eben daraus sind dann ja auch diese Bücher entstanden. Und dann hatte ich mal mit dieser inzwischen längst erwachsenen Person ein Gespräch. Und da kamen wir zum Schluss, dass es eigentlich auch etwas für Kinder geben sollte, dass ein Kind auch mal lesen kann, dass es gibt sichtige Kinder oder denkt, was ich alles sehe, das sehen andere, glaube ich, nicht und so. Und das vielleicht auch für Erwachsene etwas sein könnte. Und dann hat diese Person mir dann geholfen, da haben wir zusammen dieses Büchlein gemacht. Steht drauf, Lesealter 9 bis 99 Jahre. Herr von Drau, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.